Moin Leute, ich bin hier in Vientiane, der Hauptstadt von Laos. Viele sagen, das hier soll die ruhigste Hauptstadt sein in ganz Südostasien. Aber stimmt das wirklich? Heute schauen wir uns die Stadt mal an, von Tempel über Fußball bis hin zum Sonnenuntergang am Mekong. Und direkt hier seht ihr auch das Hard Rock Café, eine internationale Kette in Laos. Das überrascht mich wirklich. Das überrascht mich wirklich. Vieles wirkt hier sehr modern. Neue Straßen, neue Ampelanlagen wurden gebaut in den letzten Jahren. Die größte Investition kommt wirklich aus China, denn Laos gehört zum sogenannten Belt and Road Initiative. Und China investiert hier viel in die Infrastruktur, viel in die Straßen, viel in die Bahnlinien, weil Laos ein wichtiger Knotenpunkt ist für die Handelsroute zwischen China und Thailand und dem restlichen Südostasiens. Und deswegen wirkt hier vieles so modern. Wirklich viel wurde hier gebaut. Man sieht hier auch wirklich einige Touristen. Und das überrascht mich wirklich. Viele denken, Laos ist so ein kleines, ruhiges, verträumtes Land vielleicht auch. Aber hier hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Und nur ein paar Meter entfernt steht sogar einer der ältesten Tempel dieser Stadt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Was mich auch wirklich erstaunt, ist, dass hier teilweise sehr viele moderne E-Autos fahren und selbst E-Tuk-Tuks. Hier ist absolut kein Smog. Und das ist natürlich schon krass für Südostasien. Natürlich wohnen hier auch nicht ganz so viele Leute wie in anderen Metropolen, aber das ist schon was. Die Autos sehen alle gut aus. Sehr erstaunlich. Und hier ist er schon, der Tempel, der Wat Saket. Und Wat heißt nichts anderes als buddhistischer Tempel. Und da gehen wir mal rein. Sofern dieser geöffnet hat, ich habe keine Ahnung. Aber es sieht so aus. Wenn man nur wüsste, wo der Eingang ist. Wenn man das nur wüsste. Hier ist ein schöner Frangipani. Feiere ich absolut diesen Baum. So tolle Blüten. Wo ist nur dieser Eingang hier? Anscheinend kein Mensch da. Keiner da. Na, irgendwie werden wir schon reinkommen. Das könnte ein Eingang sein. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Schöne Bauweise hier. Ein typischer Buddha-Tempel. Welcome to Wat Saket. Aber viel los ist hier tatsächlich nicht. Eigentlich müsste er offen haben, aber irgendwie hat er geschlossen. Man könnte sonst auch noch ins Innere gehen. Aber sofern ich die Uhrzeiten da vorne richtig gedeutet habe, muss dieser offen haben. Merkwürdig. Aber wir gehen einfach mal, bis wir weggescheucht werden.
Guck mal, das sieht doch auch ganz nett aus. Im Inneren hier soll es nämlich tausende kleine Buddha-Statuen geben. Aber wenn man nicht reinkommt, kommt man nicht rein. Guck mal, da sind ein paar Mönche am Rumdribbeln. Aber vermutlich ist da der Eingang. Vielleicht kommen wir doch rein. Wir gucken mal. So Leute, das war tatsächlich der Eingang. Irgendwie Eintritt hat irgendwie 1,20 € gekostet. Aber Film dort drin für Social Media war strengstens untersagt. Da standen überall Schilder. Und da halte ich mich natürlich dran. Man sollte schon respektvoll umgehen mit der Kultur und nicht immer nur egoistisch da rumrennen mit Kamera. Natürlich musste man auch die Schuhe ausziehen, man kennt es ja schon. Aber die Tempel spielen hier in Laos für die Einwohner eine sehr wichtige Rolle im Leben. Und deswegen ist 10 Minuten entfernt gleich der nächste wichtige Tempel in dieser Stadt. Und da gehen wir jetzt direkt mal hin. Der Tempel wurde auf einer sehr spirituellen Stadtsäule gebaut, Stadtmauer. Und deswegen ist der so wichtig für die Einwohner hier. Und dort gehen viele beten. Die beten für Glück, für Erfolg, für sichere Reisen. Und vielleicht darf ich ja dort filmen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall stehen hier unzählige Tempel in dieser Stadt. Das gehört schon sehr zum Stadtbild. Direkt neben der modernen, neben den neuen Straßen, neben der neuen Infrastruktur stehen extrem alte Tempel. Das ist ein schöner Kontrast. Der macht doch einiges her. Leute, guckt euch das mal an. Ein funktionierender Straßenverkehr. Also das hat mich extrem überrascht. Also wenn man sich nicht großartig informiert, wir reisen ja einfach nur dahin und gucken mal, wie es ist. Was sagst du dazu? Das ist schon überraschend, ne? Ja, wenn man hier gelandet ist, dann sah es ganz anders aus, muss ich sagen. Da war kaum eine asphaltierte Straße im Randbereich der Stadt. Aber hier im Stadtkern sind äußerst neue Straßen, neue Autos, richtig moderne Autos auch unterwegs. Also hier scheint der chinesische Einfluss schon angekommen zu sein. Das muss vor einigen Jahren noch anders ausgesehen haben. Aber ich habe von Südostasien keine Ahnung und von da aus auch nicht. Aber ich war sehr überrascht von der ganzen Sache hier, wie das hier dann ist tatsächlich. Finde ich auch. Weniger modern sehen dann tatsächlich die Stromleitungen aus. Das wirkt typisch Südostasien-like, sehr konfus. Hier will ich kein Elektriker sein und da rumpopeln. Mal die richtige Strippe finden. Hier ist er, der Wat Simuang. Wat Simuang. Wir gehen da mal rein und hoffen, hier filmen zu dürfen oder zu können. Ich kann es nicht versprechen. Aber das Gate sieht schon imposant aus. Und dieser kleine Kollege hier auch. Aber das hier ist auch schon wieder sehr grenzwertig, oder? Die armen Vögel hier. Also es gibt so Sachen in anderen Ländern, anderen Kulturen, die feiere ich gar nicht. Also armen Viecher, ey. Ich scheint schon ein bisschen mehr Lust zu sein. Was hier drauf steht, weiß ich nicht. 30.000, was auch immer. Ja.
Keine Ahnung. Hier gibt es einen kleinen Blumenmarkt. $30.000 Lack. Eintritt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, hier wurde noch nicht so viel geschrieben in englischer Sprache. Hier stehen schon wieder die Schuhe draußen. Keine Ahnung. Aber es sieht auch von draußen schon imposant aus. Der macht einen Mittagsschlaf. Also gut beschildert ist das ja hier für ausländische Gäste nicht wirklich. Nicht wirklich. Außer, dass hier viele Autos rumstehen. Diggi, weißt du, wo das hier reingeht? Muss man hier ein Ticket kaufen? Ich weiß das alles nicht. Hier ist ja nichts beschildert. Ja, hier wird überall, das sind alles Gebetsstellen, da werden Blumen hingelegt. Es werden auch mal Kerzen angezündet und so weiter. Hier kann man die Blumen kaufen. Überall gibt es diese Blumenstände. Aber es hat schon was. Die einen finden es kitschig, aber ich finde, das gehört hierher. Das sieht schon gut aus. Also ich schätze mal, dass man da drin nicht filmen darf. Ich weiß auch nicht, was hier Phase ist. Auf diesem Schild steht auch irgendwas, was ich nicht lesen kann. Keine Ahnung, ich guck mal auf der anderen Seite. Guck mal auf der anderen Seite und dann gehe ich da einfach rein. Guck mal, die macht da jetzt die sperrt den Eingang jetzt. Was ist hier jetzt los? Okay. Ja, hier sieht man eine chinesische Reisegruppe. Wie gesagt, die Chinesen, die haben hier sehr viel investiert und machen hier auch sehr viel Urlaub. Also hier landen sehr viele Maschinen aus China. Also da läuft eine richtige Initiative, um Laos anzukurbeln und auszubauen. Tja. Ich weiß nicht, Leute. Ich gehe hier einfach mal rein. Ich bin kurz ruhig. Guck mir das mal an. Sehr schöne Details an der Decke. Viele sind hier am Beten. Da will ich auch nicht weiter stören. Schuhe habe ich aber ausgezogen. Also wenn schon, denn schon. Ja.
Auch so eine Glaubensstätte hier. Und das ist die alte historische, spirituelle Stadtsäule, wo das Ganze drumherum drauf gebaut wurde. Und deswegen ist das für die Leute hier historisch so wichtig. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal weiter zu Phra Sat Luang, das Nationalsymbol von Laos. Das ist einer der wichtigsten buddhistischen Orte im ganzen Land. Das ist jetzt hier auch fußläufig zu erreichen, ein etwas längerer Marsch. Aber da gehen wir jetzt mal hin. Das sieht ja schon immer sehr imposant aus. Und wie ich schon sagte, überall sind Chinesen. Die bieten bestimmt sehr viele Komplettreisen an. Überall kleinere Tempel, überall Figuren. Mit den ganzen buddhistischen Details überall. Sehr schön. Und überall ist ein kleiner Schrein zu sehen. Aber es ist hier schon sehr, sehr voll, wirklich. Ich bin da echt kein Fan von, aber das ist wahrscheinlich logisch. Wenn das hier einer oder wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist in ganz Laos, ist das logisch, dass sich hier die Menschen versammeln. Aber hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. So ehrlich muss man sein. Überall die Blumen wieder. Und das Hauptsymbol im Buddhismus ist ja der Elefant. Deswegen findet man den auch fast überall hier. Der steht halt für Stärke und Weisheit, Geduld und Kraft. Das ist ein sehr wichtiges Symbol, wie gesagt. Hier sieht man den Tempel noch mal ein bisschen besser. Der Phra Sat Luang. Sehr schön, mir reicht das tatsächlich auch schon. Ich kann ja nicht überall, wo ich bin, Eintritt bezahlen. Wie viel Geld soll ich ausgeben? Und außerdem wird dort wahrscheinlich Filmverbot sein. Guck mal, hier steht es auch, Leute. Also das kann ich mir schenken für euch. Hier ganz unten. Videoclips für Social Media sind auch hier verboten. Und Eintritt kostet 30.000 Lak, also falls hier mal jemand rein will, im Sat Luang Museum, dann kann er das hier tun. Ich muss da persönlich nicht wieder rein, weil ich kann für euch eh keine Videos machen. Und ich habe persönlich schon sehr viele gesehen. Und wie ich schon sagte, die ähneln sich ja auch alle irgendwie. Ne? Das ist ja nun einfach so. Was schreit der mir denn hier ins Mikro? Das sind halt die Chinesen. Aber es sieht schon
Imposant sieht das Ganze hier aus. Und hier sind überall irgendwelche Statuen, Gebetsstätten. Diese kräftige goldene Farbe hat was. Sieht schon gut aus. Auch hier werden wieder Blumen hingestellt da vorne. Das ist eine zentrale Idee im Buddhismus. Das ist eine Opfergabe, die Dankbarkeit auszeichnet oder aussagt. Zeichen von Respekt auch. Und das soll auch verdeutlichen, wie vergänglich alles ist, wie vergänglich das Leben ist. Oh, es sieht schon schön aus. Einfach anders, ne? Für unsere Kultur, für unsere Religion, für unsere Verhältnisse sieht das hier einfach anders aus. Und deswegen wahrscheinlich auch so interessant. Wir sind hier im Nationalstadion in Laos, in Vientiane. Und heute ist der letzte Spieltag der Lao League und es ist sogar ein Derby. Und es spielt hier der Esra, Club Esra gegen die Young Elephants. Hier ist gleich Anpfiff. Im Anschluss ist noch die Meisterfeier. Es sind knapp 100 Leute bisher im Stadion. Wir hoffen, dass das jetzt ein gutes Spiel wird. Bier gibt's hier auch. Ist ja nicht immer selbstverständlich auf der Reise. Das Wetter ist gut. Das Stadion ist sensationell. Das Nationalstadion ist einfach sensationell gut. Aber leider zu leer. Aber der Länderpunkt, der wird heute fallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und auf dem Nebenplatz nebenan, da ist sogar noch ein zweites Spiel. Ich weiß gar nicht, wer da spielt. Aber wir gehen mal hin. Man kann hier oben rausblinzen. Die fangen auch gleich an zur selben Zeit, was ziemlich schade ist. Sonst hätte man das Ganze auch noch mitnehmen können. Aber es ist der letzte Spieltag. Alle Spiele sind zeitgleich. Und ich muss sagen, das kann was. Eintritt haben wir keinen bezahlt. Aber Leute, das sind hier mit Abstand die schlechtesten Sitze, die ich in meinem Leben gesehen habe. Guckt euch das mal an. Überall Tauben, Scheiße und Farbe drauf. Hier ist jetzt die Meisterfeier. Esra hat die erste Lao League gewonnen, obwohl sie heute 6-1 gegen die Young Elephants verloren haben. Aber wahrscheinlich haben sie das Spiel auch nicht mehr so ernst genommen. Es war sehr unterhaltsam und dieses Stadion ist auch sehr ansehnlich tatsächlich. Das ist auch noch gar nicht so alt, das wurde 2009 gebaut für die Southeast Asia Games. Das ist vergleichbar mit den Olympischen Spielen hier für diesen südostasiatischen Bereich. Aber es hat Spaß gemacht. Die feiern hier richtig, die Jungs. Und dieses Stadion ist sehr geil. Und hier hinten seht ihr sogar die Feuerschale für die damaligen asiatischen Spiele. Alle freuen sich. Der Länderpunkt ist gefallen. So Leute, nach dem Fußball ist vor dem Sonnenuntergang. Und den verbringen wir jetzt hier in der Nähe der Mekong-Terrassen. Und um hier an diese Beachfront zu kommen, muss man 20.000 Kip zahlen. Das sind ungefähr 80 Cent. Und wir gehen da mal hin. Hier treffen sich viele Leute. Hier gibt es auch viele kleine Bars und Restaurants in der Nähe. Aber es ist keine Regensaison. Das heißt, der Wasserspiegel, der ist auch nicht ganz so hoch. Und das ist mir zu weit weg. Also gehen wir da jetzt einfach vorne mal hin. Gucken uns hier
mal den Sonnenuntergang an. Und ja, Mekong. Ich denke mal, die meisten kennen den. Ist ja einer der wichtigsten Flüsse hier in Südostasien. Und ziemlich groß, ziemlich lang. Ich weiß gar nicht, wo der überall durchgeht. Da müsste ich lügen. Vietnam auf alle Fälle. Da ist doch auch Mekong-Delta ist da. Genau. Das ist auch schön, da durchzupaddeln. Aber wir sind hier jetzt am Mekong in Laos. Und bezogen auf Vietnam könnte man noch erwähnen, dass Laos hier das meist bombardierte Land der Welt ist. Hier wurden über 2 Millionen Tonnen Bomben abgeworfen. Das sind mehr Bomben als Deutschland und Japan zusammen im gesamten Zweiten Weltkrieg abbekommen hat. Während des Vietnamkriegs haben die Amerikaner hier das Land sehr bombardiert, hauptsächlich zwischen 64 und 73. Und umgerechnet sind in diesen 9 Jahren alle 8 Minuten eine Bombe abgeworfen worden. Und ungefähr 30%, so sagt man, sind immer noch nicht explodiert. Ja, und warum hat Laos eigentlich so viel abbekommen? Das liegt an diesen Ho Chi Minh Trails, dieses Tunnelsystem in Vietnam. Und der Tunnel ging auch durch Laos und deswegen haben sie hier die Bomben abgeworfen. Und die Tunnel dienten dazu, um Waffen, um Soldaten, um Verpflegung von Nordvietnam nach Südvietnam zu bekommen. Und um dieses Versorgungsnetzwerk zu zerstören, haben die Amerikaner hier wirklich tonnenweise Bomben abgeworfen. Absoluter Wahnsinn. Aber hier sind wir jetzt auch schon an der Mekong-Promenade. Wir werden hier beobachtet von diesem Fluffy Dog. Na Diggi, hier setzen wir uns mal hin, kaufen ein Bierchen und gucken einfach mal. Guck mal hier, Lao Expo 2026. Ja, schauen wir mal. Wollen wir uns ein Bierchen kaufen, Diggi? Ja. Und da hinsetzen? Gucken, was das für ein Preis hier ist. Mal gucken. Viel Bargeld haben wir nicht mehr. Gucken. Was kostet ein Bierlau? 1 Euro. 1 Euro. Zu Bierlau. 50.000. Perfekto. We have cold too? Cold one? Ja, 2 Euro kosten 2 Bier. Das ist ein guter Preis eigentlich. Schön gekühlt. Dann setzen wir uns da vorne mal hin. Die Sonne geht unter. Wollen wir da hin? Lass mal da hingehen, Digi. Hast du beide? Hat er beide. Hat er beide auf Tasche. Setzen wir uns hier mal hin. Haben die doch ganz schön gemacht. Bisschen Musik, ein Sonnenuntergang, das läuft hier doch anders. Ah. Oh. Mal ein bisschen schräg setzen hier, Freunde. Ist das schön hier. Guck mal. Cheerio, Bro. Cheers. Cheers, Leute. Ja. Das ist auch ein guter Spot hier.
Sehr schön. Ja, der wollte uns da oben am Eingang, der hat auch kein Wort Englisch verstanden. Der wollte uns zuerst so eine Riverside Sunset Cruise hier anbieten. Das sieht man hier unten. Für umgerechnet 15 € pro Person. Und wieder so, nee, Diggi, wollen wir nicht. Wir wollen da unten nur sitzen und ein Bierchen trinken. Also das war eine ganz schwere Geburt. Am Ende hat es Google Translate geregelt. Also, naja, kann man natürlich auch jemanden hinsetzen, der zumindest 2 Wörter Englisch kann. Zumal der Tourismus ja hier in der Hauptstadt durchaus gegeben ist, ne? Nee. Ein Ball am Start hier direkt am Mekong und ein sensationelles Tor mit offiziellen Topmaßen. Ja, wir wechseln mal den Spot. Geh mal hier hin. Also hier ist kein Touri bis jetzt. Vermute ich zumindest. Vielleicht sitzen hier 1, 2 Chinesen. Aber ja. Hier kann man auch schwimmen gehen, sagt er. Sagt er. Sagt er zumindest. Ne? Ich glaube schon, dass der Mekong ziemlich verdreckt ist, aber ich weiß es nicht. So Leute, hier ist der Mekong und wir wollen ja auch nicht dumm sterben. Ich habe mich informiert, das geht ja heute alles ziemlich schnell. Der Mekong entspringt im chinesischen, tibetischen Hochland und dann geht er durch Myanmar, durch China, durch Laos, durch Kambodscha, durch Thailand und endet am Mekong-Delta. In Vietnam ist über 4000 Kilometer lang. Und hier genau auf der anderen Seite, da befindet sich Thailand. So, und wir müssen schöpfen. Wir müssen selber schöpfen hier, Freunde. So, gespült. Ach du Kacke. Der Toilettengang ist mit inklusive in diesen 80 Cent Eintritt. Leute, das hier ist Patuxai, der Triumphbogen von Laos. Und er erinnert stark an den Arc de Triomphe in Paris. Wurde aber mit typischen laotischen Elementen gebaut. Die gucken wir uns jetzt mal an. Und dieses Monument soll an all jene erinnern, die für die Unabhängigkeit des Landes gekämpft haben. Und das Ganze wurde gebaut in den 60ern, auch wenn es schon älter wirkt. Aber sieht schön aus. Das war ja früher eine französische Kolonie. Ich weiß zwar nicht, warum sie den Arc de Triomphe nachbauen als Monument für die Unabhängigkeit, aber das sei mal dahingestellt. Da oben sieht man typische Elemente des Buddhismus. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön beleuchtet alles. Hat was. Ja, Leute, das war Vientiane in Laos. Die angeblich ruhigste Stadt Südostasiens. Und vielleicht stimmt das Ganze auch ein bisschen. Aber genau das macht den Charme dieser Stadt auch aus. Also, man kann das Ganze hier durchaus mal
besuchen. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like, schickt es weiter und bis zum nächsten Mal.